Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, bringt er mir eine Waffel mit. Beim nächsten Mal. Nee, ist klar. Beim nächsten Mal. Guten Morgen, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute was mit dabei, und zwar den Rinnenschaum, ein Dachrinnenschutz. Ich glaube, für viele, die schon mal eine Dachrinne hatte, die echt sich zugesetzt hat, ist das jetzt eine Erleichterung. Ganz genau. Und zwar ist das ein System, was wirklich funktioniert und was vor allen Dingen ganz leicht anzubringen ist. Eine klassische Dachrinne, die kennen wir alle, die sieht so aus. Jetzt ist eine Dachrinne ja nicht so alleine am Haus, sondern da ist in der Regel ein sogenanntes Traufblech dran. Das ist das Blech, was unter den Dachpfannen entlang läuft, und hier fällt das Wasser drauf und läuft dann in die Dachrinne. Und dieses Traufblech, das macht es so schwierig, klassischen Rinnenschutz, also solche Bleche, zu montieren. Weil da muss ich dann schneiden, da muss ich biegen, das funktioniert alles nicht so richtig. Und hier haben wir mit dem Rinnenschaum ein System, was in den USA seit über 25 Jahren, in Kanada seit über 20 Jahren das System ist, was benutzt wird. Ich muss dazu sagen, wir haben unterschiedliche Größen. Also Sie kriegen immer 8 Stück, und jedes dieser 8 Stück ist 1,20 Meter lang. Richtig? Ganz genau, das heißt so, 9,60 Meter. Und jetzt haben wir aber unterschiedliche Breiten. Richtig, wir haben die Breite 10, 12,5 und 15 Zentimeter, weil es diese 3 Breiten bei uns bei den Dachrinnen gibt. Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie haben, dann bestellen Sie bitte die 12,5 Zentimeter. Das ist die Standarddachrinne in Deutschland. Über 90% der Häuser haben diese 12,5 Zentimeter. Wenn Sie ein kleines Gartenhäuschen haben, da könnte es sein, dass es das jetzt habe ich den Schaum da reingelegt, aber der ist ja jetzt hier oben, der schließt das ja komplett ab. Der Schaum ist jetzt hier oben drauf und der schließt es nicht ab. Das ist das Besondere, es ist eben kein Schwamm, sondern es ist ein Filter. Das heißt, jetzt kommt das Wasser hier drauf, fließt auf Ihre Traufe, fließt dann auf den Schaum und fließt einfach durch den Schaum durch. Das bedeutet, das Wasser erfährt überhaupt kein Hindernis und fließt dann ganz klassisch ab. Also da sehen wir das. Genau, da sehen wir das. Wenn jetzt allerdings Blätter kommen, der Herbst kommt und es fällt alles drauf, dann haben wir... Also Philipp, das machst du hier nachher wieder sauber, dann haben, ja, ich weiß. Dann haben wir das Problem... Hey, hättest du eine Waffel mitgebracht, hätte ich geholfen. Das sagst du jetzt. Da haben wir das Problem, wenn wir jetzt hier so ein System haben, die gibt es auch, das sind solche Häuschen, so Gitter, die hier drüber kommen, dann sammelt sich das alles hier hinter. Hier haben wir das nicht. Das heißt, das Laub liegt oben drauf, und dann im Herbst, wenn der erste Herbstwind kommt, ob da der erste Herbststurm kommt, dann wird das Ganze wieder komplett runtergeblasen. Und dann ist die Dachrinne wieder frei. So, und selbst wenn jetzt noch mal Laub oben drauf liegen würde und es regnet, das kommt ja auch vor. Nasses Laub wird ja nicht so einfach weggeweht. Dann passiert was? Dann passiert gar nichts. Das Wasser läuft an dem Laub vorbei, es läuft in die Dachrinne und es läuft dann wieder ganz klassisch ab. Also das ist wirklich ein System. Ich sag mal, das Problem ist, wir haben keine 130 Sets mehr. Wer schon mal eine Dachrinne wirklich verstopft hatte, der weiß, wie unlustig das werden und sein kann. Wer aber auch sagt, ich bin gar nicht mehr so auch in der Lage, auf die Leiter zu steigen und meine Dachrinne regelmäßig zu säubern. Ich muss im Grunde genommen so einmal Ruhe reinbringen, dann ist das genau das richtige Angebot. Es ist wirklich perfekt gemacht. Also meine Großmutter ist ja 94 Jahre jung, lebt alleine in ihrem Haus, und ich weiß, das Thema Dachrinne war bei meiner Omi oft schon ein Thema. Ja, ich hoffe, sie wird einen Teufel tun und selber noch auf die Leiter steigen. Also bitte nicht an der Stelle. Bei meiner Mutter ist genau das gleiche Thema. Die hat übrigens diese Bäume, die wie nennt man die, diese Samen, Nasenklemmen haben. Diese kleinen Teile, auch die fallen bei Gittern durch. Hier auf dem Schaum bleiben sie liegen. Genauso, wenn Sie vielleicht dieses Moos auf dem Dach haben. Bei normalen Gittern wächst das an. Dieser Schaum ist bewuchshemmend. Das bedeutet, hier können sich keine Wurzeln bilden von dem Moos. Das heißt, beim nächsten starken Herbststurm ist auch dieses Moos runter. Super. Also es ist wirklich ein geniales System. Sie bekommen und du klemmst das ja hier so ein bisschen rein, sodass es dann aber beim Herbststurm selber nicht rausfliegt. Es bleibt dran, es hält. Wir haben hier ich muss auch nicht mit einem Montagekleber noch irgendwas machen. Das ist das Geniale. Egal, ob die Traufe die ist mal ein bisschen niedriger, mal verbogen, mal ein bisschen weiter. Die Dachrinne hat Beulen. Den Schaum einfach hineindrücken, der ist flexibel. Kommt daher das Sprichwort vom Regen in die Traufe? Kann sein. Vom Regen, genau, in die Traufe. Das ist die Traufe. Ja. Da bin ich auf einer heißen Spur. Auf einer ganz heißen Spur. Wir haben hier irgend so eine kleine Kante drin, so eine kleine Falz. Und die drücken Sie bitte hinten in die Dachrinne. Sind die Dachrinnen immer gefalzt. Da ist so ein kleines Blech. Das drücken Sie da hinein. Dann wissen Sie, wo vorne und hinten ist. Sie bekommen 8-mal diese 1,20 Meter, also 9,60 Meter. Und wie gesagt, entweder in 10, 12,5 oder 15
Zentimeter Breite, genau. Wenn Sie nicht genau wissen, 12,5 ist die richtige Eigentlich Größe. Standard. Ist Standard, Ja. ganz genau. Und wer eine andere Dachrinne hat, der wird das in der Regel wissen. Der wird das wissen. Also wenn Sie jetzt eine Scheune haben, dann haben Sie vielleicht 15 Zentimeter. Wenn Sie ein Gartenhäuschen haben, haben Sie vielleicht etwas niedrigere. Aber 12,5, damit sind Sie auf jeden Fall richtig. Und Sie haben das Thema Dachrinnenverschmutzung ein für alle Mal aus dem Kopf. Philipp, vielen Dank. Also ich finde das Thema Dachrinne auch ehrlich gesagt wichtig, weil eine verstopfte Dachrinne kann